Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um diesen Mercedes. Was ist das für ein Mercedes? W212, 3-Liter-Maschine. Das ist übrigens der OM642. Bei dem haben wir einmal die Ölkühlergeschichte gemacht und da haben wir auch die Motorspülung gemacht. Und der bekommt nämlich noch ein paar Lenker bzw. Traggelenk und Querlenker. Hier geht es auch in dem Video drum. 3-Liter-Maschine, Diesel E300 CDI, das ist der W212, Baujahr 6.2011, 170 kW. Das dazu. Und er hat unten, werden wir auch nachher sehen, 2 Lenker und einmal der Spurstangenkopf und einmal ein Traggelenk. Den müssen wir einmal abmachen, damit wir den anderen Lenker überhaupt abbekommen. Und deswegen bietet es sich an, den gleich neu mitzumachen. Das wird aber nochmal als separates Video geschnitten, Traggelenk wechseln. Und ja, so sieht das Ganze aus. Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Übrigens ist bei dem Traggelenk von Lemförder die Muttern neu mitgekommen, komischerweise, aber für den Querlenker eben nicht. Ja, er hat einmal den Alu-Querlenker und einmal den Guss-Querlenker. Das zeige ich euch gleich einmal unten alles, wie das Ganze aussieht. Und ja, ich würde mal sagen, ja, alle wichtigen Werkzeuge sind unten in der Videobeschreibung. Wir werden jetzt hier keinen Abzieher benutzen, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe, die Abzieher zu bestellen. Und wir sie noch nicht hier in der Halle haben. Aber wir werden das mal zeigen, wie es ohne geht. Aber wenn ihr trotzdem Werkzeug dafür vorsichtshalber haben möchtet, unten könnt ihr das Ganze einmal abchecken. Und in Zukunft werden wir das dann auch natürlich mit dem Werkzeug machen. Aber bei einem ist es auch sehr, sehr schwierig, überhaupt mit einem Werkzeug dran zu kommen und die Problematiken zeige ich euch jetzt mal und ich würde sagen, los. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50€ Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein, werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Ja, ob ein Gelenk ausgeschlagen ist, könnt ihr immer gut mit 2 Personen prüfen. Und zwar die eine Person wackelt hier dran und dann spürt ihr einfach so ein Spiel und die andere Person geht halt an die Gelenke dran und hält da die Hand dran und guckt, ob das Spiel ist. Oder wie in dem Fall ist nicht nur ein Gelenk kaputt, sondern auch die Manschetten sind kaputt. Dann tauscht man das Ganze natürlich auch aus. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Also da ist auf jeden Fall Spiel. Werdet ihr jetzt wahrscheinlich durch die Kamera schlecht sehen, aber so könnt ihr das Ganze schon mal prüfen. Und hier könnt ihr das jetzt einigermaßen erkennen. Hier geht einmal das Traggelenk durch. Hier ist der Guss-Querlenker. Und dann hat man hier einmal den Alu-Querlenker. Der geht hier ziemlich nah dran an den Stoßdämpfer. Deswegen hat man hier auch das Problem, dass man hier schlecht etwas ansetzen kann. Und um den zu wechseln, ist es zu empfehlen, diesen hier abzumachen. Und der sitzt eigentlich auch recht einfach dran, außer hier. Aber hier sollte er eigentlich recht einfach abgehen. Und hier hat man halt noch den Spurstangenkopf. Und deswegen muss man halt immer aufpassen, welchen Querlenker man wechseln möchte oder welche gewechselt werden soll. Der oder der.
Und ja, wir werden jetzt einmal hier Traggelenk abmachen. Noch eine wichtige Sache darauf zu achten, zeige ich eben. Und zwar achtet darauf, ob ihr hier Unterlegscheiben dran habt, dass die auch an die richtige Position wieder dran kommen, weil da gibt es eine bestimmte Führung, wie die dran sitzen sollen. Deswegen achtet hier einmal drauf, dass ihr die genauso wieder dran setzt, wie ihr die abmacht. Aber das zeige ich euch alles einmal gleich. Ich zoome euch da einmal ran. Der ist einmal so ein weggeschliffener Punkt. Ganz kurz hat man es gesehen. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Da einmal darauf achten, dass ihr die nicht quer setzt, weil die werden dann nicht komplett flach anliegen. Das zeige ich euch nachher warum. So, wir werden jetzt das Ganze hier mit Drahtbürste sauber machen, das Gewinde, und mit Rostlöser alles einsprühen. Und zu empfehlen ist es natürlich auch, dann eine Achsvermessung zu machen. Da könnt ihr die Spurstangen auch ruhig gängig machen, beziehungsweise die Mutter, wenn ihr den nämlich zur Achsvermessung weggibt und das Ganze hier nicht gängig ist. Manche Firmen nehmen das dann nicht an und sagen, das Ganze muss ausgetauscht werden, weil man hier mit dem Brenner nicht dran gehen darf. Deswegen prüft gleich, dass ihr die Mutter hier gängig bekommt. Also nicht nur die Stange, sondern auch die Mutter, die Kontermutter. So, auf der Seite genau das gleiche, weil wir werden die hier lösen müssen. Die lange Schraube werden wir lösen müssen, damit wir das Ganze hier einmal komplett abmachen können. So, wir nehmen einmal einen 21er Ringschlüssel. So, lösen hier das Ganze. Hier muss man mit den Unterlegscheiben auch aufpassen. Wenn ihr jetzt zu viel abschraubt, kann es passieren, dass die Scheibe sich bei euch löst, verdreht und dann wird sie nicht komplett plan anliegen. So, einmal gelöst das Ganze. Dann nehmen wir einmal einen 21er. So, wichtig ist es jetzt, das Blech hier abmachen, beziehungsweise einmal die Koppelstange für den Niveausensor. Das Ganze ganz einfach mit einer Spitzzange zusammendrücken. Da ist einmal so eine Nase, die reingedrückt werden muss. Und dann kann das Ganze einmal ab. Und natürlich auch wieder zurückbiegen. So, jetzt kann man natürlich entweder Abzieher benutzen. Den können wir eigentlich auch vorher abschrauben. Oder ne, wir machen den hier erstmal ab. Und zwar kann man das dann mit zwei Personen, dass einer den hier auf Spannung hält. Der andere klopft hier drauf. So, und schrauben jetzt mit einem 21er das Ganze hier einmal ab. Und dann habt ihr einmal das Traggelenk raus. Anschließend den hier einmal rein. Anschließend den wieder drauf.
Ja, und diese Schraube hier oben natürlich auch festziehen auf dem eigenen Gewicht. Der bekommt halt noch eine Vermessung, deswegen ziehe ich das Ganze hier auch nicht fest. Das wird nachher auf der 4-Säulen-Bühne festgeschraubt. Ihr habt die Möglichkeit, dann entweder eventuell mit einem Wagenheber das Ganze hochzudrücken und dann das Ganze einmal komplett festzuziehen. Ja Leute, die Klammern natürlich auch wieder drauf und auch an die richtige Position wieder drauf machen. Hier ist einmal so eine Wölbung, wo man das Ganze passend dran setzen kann. Es ist auch sehr wichtig, dass ihr das Ganze nicht verbiegt, weil davon ist es halt abhängig. Er nimmt halt von diesem Niveausensor die Höhe vom Fahrzeug. Und wenn ihr den verbiegt oder mit Gewalt abmacht, dann habt ihr das Problem, dass ihr zu links, rechts minimalen Unterschied habt. Deswegen ganz, ganz wichtig, den nicht verbiegen. Ja Leute, und so kann man das Traggelenk hier austauschen. Wir haben hier auch den Lenker ausgetauscht, ein separates Video zugemacht. Aber so könnte es aussehen, wenn man das Traggelenk tauschen möchte. Wir werden mal, wenn es Werkzeug gibt, ich denke mal, es gibt ja nur universelles, das werden wir mal unten verlinken. Und ja, ansonsten haltet Brenner bereit, haltet Montierhebel, Brechstange bereit, um das Ganze irgendwie zu lösen. Aber da kommt man eigentlich gut mit da gibt es bestimmt einen Abzieher zu, um das Ganze abzumachen. Ja, müssen wir uns auch noch zulegen, werden wir auch noch, dass das Ganze besser abläuft und man dann nicht mit dem Hammer irgendwas machen muss. Ja, deswegen schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Tschüss!